Waren Sie vielleicht auch schon mal in der Situation, dass Sie vom Berufsleben ins Rentnerdasein eingestiegen sind, haben Ihre Steuererklärung gemacht und haben festgestellt, dass Sie ja erstmal viel, viel weniger Einkommen haben und zum anderen mit Ihrem zu versteuernden Einkommen unter dem Grundfreibetrag bleiben? Wenn das der Fall ist und Sie haben vielleicht damals einen Antrag auf Schließung Ihrer Steuerakte oder Löschung der Steuernummer gemacht, dann bleiben Sie dran und erfahren, wie es weitergeht. Mein Name ist Jutta Martin und ich habe wieder ein Beispiel aus meiner langjährigen Beratungspraxis im Lohnsteuerhilfeverein. Bleiben Sie dran. Heute habe ich mal einen wieder konkreten Fall aus der Praxis. Wir nennen das Ehepaar mal einfach Müller. Familie Müller hat 1998 einen Antrag beim Finanzamt gestellt auf Löschung der Steuernummer. Das zu versteuernde Einkommen von beiden gemeinsam lag unter dem Grundfreibetrag. Ja, wir hatten damals noch die D-Mark. Ehepaar Müller bekam kein gesondertes Schreiben, sondern in dem Steuerbescheid für 1998 stand drin, so sinngemäß, sofern sich Ihre Einkommensverhältnisse nicht wesentlich ändern, brauchen Sie zukünftig keine Steuererklärung mehr abzugeben. Ja, was lesen die meisten? Brauchen keine Steuererklärung mehr abzugeben. Aber, dass da steht, sofern sich Ihre Einkommensverhältnisse nicht wesentlich ändern, das überlesen die meisten. Schauen wir mal, wie es bei Familie Müller weiterging. Also ab 1999 brauchten sie keine Steuererklärung mehr beim Finanzamt einzureichen. 11 Jahre später, 2010, verstarb Frau Müller. Somit wurde Herr Müller Witwer und bekam Altersrente und Witwenrente. Und damit haben sich seine Einkommensverhältnisse natürlich wesentlich geändert. Er hat jetzt 2 Einkommen, nämlich Altersrente und Witwenrente, und ist verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Aber was tat Herr Müller? Er hatte nur abgespeichert, brauche ich künftig keine Steuererklärung mehr abzugeben. Auch wenn er gefragt wurde im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, ich brauche nicht. Ne? So, jetzt trat der Fall ein, dass Herr Müller verstarb und auch ein beträchtliches Erbe hinterlassen hat. Ja, die Steuerpflicht endet nicht mit dem Tod, also mussten sich jetzt die Erben mit der Steuererklärung von Herrn Müller auseinandersetzen. Das ist im Nachhinein natürlich sehr, sehr schwierig, weil ja jeder hat ein anderes Ablagesystem oder ältere Leute neigen auch leicht dazu, mal den einen oder anderen Brief einfach nicht zu öffnen oder wegzuschmeißen. Ja, es gestaltete sich schwierig, aber letztendlich haben wir das hinbekommen und für 4 Jahre die Steuererklärung eingereicht und ohne Nachzahlungszinsen sind es schon über 2000 €, die für den verstorbenen Herrn Müller nachgezahlt werden. Damit Ihnen das nicht auch passiert, ist mein Rat an Sie, wenn Sie auch solche Befreiung von der Steuererklärung haben und die ist schon 20 Jahre alt oder noch älter, lassen Sie es erneut prüfen oder versuchen Sie es selber mit einer Software oder mit einer App. Die Daten, die liegen ja eh schon bei der Finanzverwaltung, also Schummeln nutzt hier überhaupt nichts. Und die Finanzämter, die sehen ja ganz genau, wie hoch die Renten sind. Und wenn jetzt die Bürger ihrer Steuerpflicht nicht nachkommen, dann bekommen sie irgendwann, ja, nach vielen, vielen Jahren eine Aufforderung und müssen dann unter Umständen bis zurück zum Jahr 2006 eine Steuererklärung nachreichen. Dann kommen ja Nachzahlungen, flattern dann ins Haus, plus Nachzahlungszinsen von 6% jährlich, also 0,5% pro Monat auf die Nachzahlung kommen dann auch noch Zinsen dazu. Also wenn Sie solche Befreiung von der Abgabe der Steuererklärung haben und die ist wirklich uralt, lassen Sie es überprüfen Sie es selber, aber Sie müssen sich selber darum kümmern. Ja, also abschließend möchte ich nochmal zusammenfassen, dass ich muss das ein bisschen ranholen, dass es wirklich ganz wichtig ist, wenn Sie jetzt eine Befreiung von der Abgabepflicht zur Steuererklärung haben, dass Sie sich nicht Ihr Leben lang darauf ausruhen. Allein durch die jährlichen Rentenanpassungen kann es passieren, dass Sie ja im Laufe von 10, 15, 20 Jahren doch steuerpflichtig werden und Sie sind als Bürger verpflichtet, sich von sich aus darum zu kümmern. Das sollten Sie stets beachten.
Und wenn Sie so einen Antrag gestellt haben oder vorhaben zu stellen, dass Ihre Steuerakte geschlossen wird, beziehungsweise die Steuernummer gelöscht werden soll, dann bekommen Sie kein gesondertes Schreiben. Sie stellen zwar einen gesonderten Antrag, aber es gibt kein gesondertes Schreiben vom Finanzamt raus, sondern es ist dann in dem Steuerbescheid, in dem letzten, den Sie dann bekommen, in den Erläuterungen vermerkt. Und ich wiederhole nochmal, da steht so sinngemäß drin: Sofern sich Ihre Einkommensverhältnisse nicht wesentlich ändern, brauchen Sie künftig keine Steuererklärung mehr abzugeben. Und wann können sich Einkünfte wesentlich ändern? Na, in dem Fall von Familie Müller, wenn ein Ehepartner verstirbt und der andere dann nur noch Anspruch auf den Grundfreibetrag für Ledige hat und Alters- und Witwenrente bekommt. Oder auch andere Gründe, zum Beispiel, wenn man eine Erbschaft macht, eine Wohnung erbt, Mieteinnahmen hat auf einmal oder Kapitalerträge und was es da noch alles so gibt. Ja, also bleiben Sie dran und seien Sie wachsam. Sie sind verpflichtet, Sie stehen in der Pflicht, sich gegenüber dem Finanzamt zu äußern, Ihre Einnahmen zu erklären. Und auch wenn vor 20 Jahren stand, Sie brauchen, sofern nicht, das überlesen ja die meisten, geben Sie vorsichtshalber erneut eine Steuererklärung ab, um prüfen zu lassen, ob inzwischen vielleicht doch eine Steuerpflicht eingetreten ist.